In diesem Video nehme ich euch mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch Portugal. Von den lebendigen Straßen Lissabons über die charmante Atmosphäre in Porto bis hin zur entspannten Küstenstadt Lagos. Wir probieren alles, vom gegrillten Lachs in Lissabon über die berühmten Pastel de Nata in Porto bis hin zu den frischen Meeresfrüchten in Lagos. Und das ist nur der Anfang. Ich nehme euch auch mit auf die Märkte, hinter die Kulissen der Küchen, zeige euch, wie ein Hummer direkt vor meinen Augen zubereitet wird und teile meine persönlichen Eindrücke von der Kultur und dem Leben in Portugal. Kommt mit auf eine Reise und erlebt, warum Portugal und insbesondere Porto für mich persönlich zu einem ganz besonderen Ort geworden ist und warum auch Lagos mit seiner ruhigen Atmosphäre mein Herz erobert hat. Der Direktflug von Frankfurt nach Porto dauert etwa 2,5–3 Stunden. Bedenkt auch die Stunde Zeitverschiebung. Die erste Konditorei hat sehr viel Auswahl an Torten, von Kinderüberraschungsei-Torten über Raffaello, Rocher, Naked Cakes, alles vorhanden, was das Herz begehrt. Mein Herz bzw. meine Essenscheckliste begehrt aber diese überbackenen Leckereien. Hier drin ist Kabeljau, das war ultra saftig, die Freude in meinem Gesicht sieht man mir an. Ihr werdet sehen, dass in Portugal das Thema Fisch und Meeresfrüchte zu meiner Freude sehr groß geschrieben wird. Diese nach Kubbe oder nach Birne aussehende Krokette ist mit Hähnchen gefüllt, sie ist sehr lecker und meines Wissens nach kommt es ursprünglich aus Brasilien. Haben wir portugiesische oder brasilianische Zuschauer, die das vielleicht in den Kommentaren bestätigen können? Vielen Dank dafür. Das ist eine goldbraun frittierte Stockfischkrokette aus Kabeljau, Kartoffeln, Eiern, Gewürzen und Kräutern, außen knusprig, innen zart, saftig und sehr gut gewürzt. In dieser halbmondförmigen frittierten Teigtasche, die Risol de Camarão ausgesprochen wird, so oder so ähnlich zumindest, ist eine Bechamel-Zwiebel-Garnelencreme mit einer ganzen Garnele drin. Auch sehr lecker. In dieser sehr saftigen Teigtasche verbirgt sich Bacalhau, also Kabeljau, und oft findet ihr zusätzlich noch den Ausdruck Stockfisch. Wir wechseln ins Restaurant zum Gericht Bacalhau à Brás, ein Klassiker der portugiesischen Küche, und ich erkläre gleich, was der Unterschied zwischen Stockfisch und Kabeljau ist. Das ist mein Stück Kabeljau, das sich in den saubersten Händen eines Kochs befindet und gleich für mich gegrillt wird. Während ich auf mein Gericht warte, probiere ich die Snacks aus, die man in Portugal einfach so dazu bekommt. Das stellt sich aber als Fehler heraus, als mein Gericht Bacalhau à Brás an den Tisch gebracht wird, weil es einfach viel zu groß ist und ich hätte vorher nichts essen sollen. Hier sieht man den angegrillten Kabeljau unter dem ganzen Gemüse. Typisch bei diesem Gericht ist, dass der Kabeljau gegrillt wird und das Gericht mit gekochten Eiern und Kartoffeln serviert wird. Schaut mal, wie schön der Fisch zubereitet wurde. Der Kabeljau ist also der frische Fisch, während Stockfisch eine Art Überbegriff dafür ist, dass der Fisch verarbeitet wurde, im Sinne von zum Beispiel getrockneter Kabeljau oder halt eine andere Fischart ist sozusagen. Die Kartoffeln in Portugal haben auffällig gut geschmeckt, sogar viele andere Kartoffelgerichte, auch stinknormale Kartoffelchips, haben in Portugal einen viel intensiveren, besseren Geschmack. Und warum der Fisch und die Kartoffeln so schön glänzen, das liegt daran, dass ich zum Essen ein tolles Olivenöl bekommen habe, die bisschen als Soße dient. Grundsätzlich ist es hier aber üblich, dass das Essen in die Mitte gestellt wird und von mehreren Personen geteilt wird. Aber ich bin alleine hier und kann daher die Platte vor mich stellen. Auch wenn ich mich überschätzt habe und das alles nicht aufessen konnte. Nutzt den Spaziergang nach dem Essen, um die schönen Kirchen und die Parks zu besuchen. Was man unbedingt besuchen sollte, ist eines der wenigen Kirchen, die mit keramischen Fliesen verschönert und blau gemacht wurden. Das zieht sehr viele Touristen an und man kann Tourguides buchen. Ich habe mir das Geld gespart, indem ich mich mit meinem südländisch-arabisch aussehenden Gesicht einfach zu den russischen Guides gestellt habe und keiner hat bemerkt, dass ich alles verstehe und gerade eine kostenlose Führung bekomme. Wie mies findet ihr mein Verhalten? Schreibt mir in die Kommentare. Hier gibt es noch eine blaue Kirche und überall wird Musik gemacht und getanzt. Ich will den Ton nicht abspielen wegen YouTube und Urheberrechte. Aber weiß einer von euch, ob das ein etablierter Volkstanz oder sowas ist? Sieht schon ein bisschen wild aus und erinnert mich ein bisschen an Voldemort, wie er Avada Kedavra schreit. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, wenn ihr diesen Tanz kennt. Dann will ich runter zum Wasser und sehe dieses Mini-Restaurant und diesen Mann am Grill. Während diese Frau die Wäsche aufhängt, föhnt dieser Mann die Paprika.
Das ist der perfekte Ort, um Sardinias asadas, also schöne große gegrillte Sardinen zu bestellen. Pro Fisch 2 Euro ist auch ein sehr stolzer Preis, finde ich, aber dafür, dass es Grillaroma hat und auf meiner Essenscheckliste steht, ist es mir auf alle Fälle wert. Schön Kopf ab, in der Mitte aufmachen und die 2 Fleischhälften genießen. Ich bin kein großer Alkoholfan, aber der Portwein nach dem Essen ist wohl ein Muss und steht auf meiner Checkliste. Ich habe es auch getrunken, auch wenn ich vergessen habe, auf Play zu drücken. In Porto gibt es viele Brücken, eines bekannter als die anderen, die man besuchen kann. Hier kann man oft eine schöne Aussicht genießen, auch wenn das Wetter Ende Februar, Anfang März nicht wirklich ideal war. Und am gefühlt Hamburger Fischmarkt gehe ich nur vorbei, weil ich drüben eine Boottour machen will auf dem Wasser. Und hier seht ihr sehr viele Korkartikel. Portugal ist weltweit der größte Korkhersteller. 50% der globalen Korkprodukte stammen aus Portugal. Wie findet ihr eigentlich meine Korkmütze? Steht sie mir? Was haltet ihr von meinem Tick, verschiedene religiöse oder landestypische Kopfbedeckungen zu sammeln? Ist das cringe oder ist das Einzige, was hier cringe ist, dass ich 48 Euro für diesen Hut bezahlt habe? Schreibt mir in die Kommentare. Francesinha heißt kleine Französin und ist ein klassisches portugiesisches Toastbrot-Sandwich mit Schweinefleisch, Chorizo oder Schinken oder Kassler, viel Käse, Spiegelei und Pommes. Sie hat grundsätzlich eine pikant-würzige, alkoholisierte Soße, die oft mit den Bratsäften des Fleisches zubereitet wird. Daher bitte ich um eine Variante ohne Schweinefleisch. An sich schmeckt sie mir okay, aber die Pommes sind in Touri-Orten so grausig matschig, dass ich es nicht essen kann und mir einen Castañas-Snack hole, bevor ich aufs Wasser gehe. Hier werden die Kastanien gegrillt, da kommt reichlich Salz drüber und kommen in eine Tüte rein mit einer separaten Öffnung, wo man die Schalen reinwerfen kann. Danach genieße ich ein bisschen das Wasser und lasse mir interessante Dinge über die Gegend und die Brücken erzählen. Für 20-25 Euro ist das okay und einmal kann man das ruhig machen, finde ich. Diese gefüllten Teigtaschen für zwischendurch gibt es auch in vegetarisch mit verschiedenen Füllungen und wenn man dann noch Lust hat auf ein kleines Café, dann kann man ihn unter anderem in diesem Laden genießen. Das ist aber ein Laden mit hochwertiger Schokoladenprodukte und sobald ihr ihn betretet, kommt euch dieser Schokoduft entgegen. Mich zieht das voll an. Paar Sachen habe ich dort probiert und paar Sachen wie diese Tafelschokis zum Beispiel, die zwischen 9,50 Euro und 12 Euro gekostet haben, habe ich mitgenommen. Sie haben zum Teil ganz viele verrückte und interessante Zutatenkombinationen, aber auch viel Regionales verarbeitet, zum Beispiel Portwein. Vor uns sehen wir nicht nur 2 kuschelnde Männer, sondern das Palacio da Bolsa. Dieser Palast mit arabischem Saal steht auf meiner Checkliste drauf, aber leider komme ich nicht rein, weil Emmanuel Macron heute hier zu Besuch ist und deswegen alles abgesperrt ist. Dann habe ich noch ein bisschen Stress mit einer Taube, sie gibt aber nach und lässt mich passieren, weil ich ihr erzähle, dass ich auf dem Weg bin zum Bacalhau a Regional. Bacalhau a Brás, also das gegrillte Kabeljau, habe ich schon gezeigt. Das hier ist das frittierte Kabeljau und wird serviert mit Oliven, überbackenem Käse und selbstgemachten besten Kartoffelchips meines Lebens. Ich bin beeindruckt von den Kartoffeln in Portugal, ich kann das nicht oft genug sagen. Der Fisch ist abartig gut, nicht weil er frisch und nebenan gefangen wurde, sondern weil ich endlich ein Restaurant gefunden habe, wo keine Touris hinkommen, sondern nur Stammkunden sind. Und die legen sehr viel Wert auf den Geschmack. Hier lerne ich einen alten Mann kennen, einen Touri, der anscheinend gerade angereist ist. Als er sehr hungrig auf mein Essen schaut, lade ich ihn ein, mitzuessen. Nach dem Essen stellen wir fest, dass er gleich in das Airbnb-Apartment geht, wo auch ich untergebracht bin. Was für ein Zufall. Er war wirklich ein sehr netter Opa und ratet mal, über was wir als erstes gesprochen haben, als ich sagte, I'm from Germany. Natürlich, das Oktoberfest in Bayern. Ab und zu muss aber auch mal was Süßes her, in diesem Fall ein leicht trockener Schokokuchen, aber diese Kokosbombe war richtig lecker und hat mich an Kokosmakronen erinnert. Gibt es eigentlich Leute, die kein Kokos mögen? Schreibt mir bitte in die Kommentare, warum nicht. Bei dieser Frau kaufe ich auf dem Wochenmarkt selbstgemachte Marmeladen und Brotaufstriche. Eines davon, sagt sie mir, muss man mit diesem Käse genießen, den ich später in einem Supermarkt kaufe und in der Wohnung probiere.
sehr lecker. Auf dem Wochenmarkt kaufe ich auch diesen Käse, der später bei einem Wildfremden in Italien landet. Wie es dazu kommt, schreibt mir in die Kommentare, ob euch diese Geschichte interessiert. Die Portugiesen sind sehr tiefenentspannt und genießen das Leben und haben keinen Stock im Arm, so wie wir oft. Das liebe ich an ihnen. Und kann bitte YouTube dafür sorgen, dass wir wenigstens kurz mal Straßenmusik abspielen können, ohne gegen die Urheberrechte zu verstoßen? Dieser junge Mann möchte offensichtlich berühmt werden, ich will aber in diesem überteuerten Sushi-Laden eine große Sushi-Platte essen, nicht weil Sushi portugiesisch ist, sondern weil die Meeresfrüchte und der Fisch hier von nebenan sind und somit sehr, sehr frisch. Thunfisch links sieht grau aus, aber das liegt daran, dass er mariniert bzw. eingelegt wurde. Verschiedenste Fische, Garnelen, Oktopus, kalte, warme und frittierte, also Crunchy Sushi, waren auf dem Teller. Der nächste portugiesische Klassiker, der auf meiner Checkliste abgearbeitet werden will, ist blutig gegrilltes Kalbsfleisch mit sehr leckeren Kartoffeln und einem warmen Kohl-Karotten-Mix. Wie sehr ich mich über das mehr oder weniger rohe Fleisch freue, sieht man, glaube ich. Der Geschmack ist dadurch sehr intensiv und es ist sehr gut gewürzt. Ein Traum. Ich verirre mich in eine brasilianische Bäckerei und werde so herzlich aufgenommen und vollgefüttert von den Brasilianern. Und hier gibt es noch Haufen an Gebäck, Torten und Süßigkeiten. Dieses warme Teigbällchen gefüllt mit Käse heißt, glaube ich, Monju Queijo oder Monju Queijo oder so ähnlich zumindest. Und es erinnert mich 1:1 an die georgische Khachapuri. Sehr lecker. Das selbstgemachte Schokobällchen war auch sehr lecker und davon gab es verschiedene Varianten. Das links hier heißt, glaube ich, Risole und das rechte heißt, glaube ich, Esfira. Und zu beiden gibt es Ketchup, Mayo, Senf dazu. Das hier habe ich ohne Schwein bestellt und das Besondere ist, dass der Außenteig gar nicht ein Mehlteig ist, sondern aus einer Kartoffelmasse besteht. Deswegen ist es super zart und weich beim Essen. Das hier war mit Hähnchen gefüllt, sehr lecker, hätte aber ein kleines bisschen saftiger sein können, trotz Mayo und Kaffee. Mayo und Kaffee ist auch eine interessante Kombination. Dieses selbstgemachte Törtchen mit karamelliger Füllung haben sie mir dann am Ende geschenkt und ich war dann in der Airbnb-Wohnung schockiert, wie lecker das war. Nicht nur die Füllung, sondern auch dieser saftige Schokoteig. Porto hat wirklich sehr schöne Ecken und ganz, ganz viele Kirchen. Dann setzt bei mir Fremdschämen ein, weil ich höre, wie ein deutsches Ehepaar wegen 2 Euro rumdiskutiert und sich dann noch entscheidet, hier nicht mitzufahren, sondern kostenlos nur Bilder von außen zu machen. Dieses Gericht ist ein portugiesischer Klassiker, Cozido à Portuguesa, eine Fleischvariation von allen möglichen Tieren mit Gemüse wie zum Beispiel Kartoffeln, Kohl, Karotte und in diesem Fall auch mit normalem Reis, das separat serviert wurde. Cozido kennt ihr bestimmt auch aus der spanischen Küche. Meine Platte habe ich ohne Schweinefleisch bestellt. Es war sehr lecker, aber dadurch, dass die Fleischstücke offensichtlich separat gekocht wurden, waren manche nicht salzig genug und ich habe sie nachgewürzt. Einer der schönsten Buchhandlungen der Welt ist Livraria Lelo in Porto. Mindestens 10 Euro Eintritt, die Wartezeit vor der Tür und die ganzen Touristen da drinnen empfinde ich als unangenehm, aber die ganzen russischen Mädels, die sich dann minutenlang am Geländer räkeln, um ein gutes Foto hinzubekommen und dich dann böse angucken, wenn du durchs Bild läufst, es ist ja sonst kein Platz da, finde ich sehr amüsant. Da ich gelernter Koch bin und mich mit den Hygienestandards auskenne, auch wenn ich gerade nicht entsprechend angezogen bin, drückt der Küchenchef ein Auge zu und lässt mich in diese Hotelküche rein. Ich kann also den Kochvorgang filmen, wie die Krabbe aufgebrochen und sauber gemacht wird. Dann wird eine sehr leckere, fischige, krabbige Creme in die Schale gegeben und alles, was essbar ist von der Krabbe, kommt jetzt dazu. Was ich toll finde, ist, dass die Scheren und so weiter schon mal angeknackt werden, obwohl ich das entsprechende Besteck dafür bekommen werde. Es erleichtert jedenfalls die Arbeit. Trotzdem bleibt es sehr viel Arbeit, die entsprechenden Fleischstückchen dann am Tisch rauszuholen aus den einzelnen Teilen. So sieht dann der fertige Teller aus und kann serviert werden. Wie ihr das Besteck benutzt, um an das Fleisch zu kommen, habe ich euch alles schon mal gezeigt und blende unter anderem mein Hummer-Video ein. Schaut es gern nach diesem Video an. Für diese Creme habe ich schöne geröstete Brotstücke bekommen, mit denen man sie sehr gut essen konnte. Bleiben wir bei teuren Gerichten, die mich arm gemacht haben, obwohl ich nie reich war. Pulpo. Genauer gesagt Polvo a Lagareiro. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen gut zubereiteten Pulpo gegessen.
Der ist so perfekt gegrillt, duftet nach Grill, schmeckt nach Grill. Dazu gibt es verschiedenes Gemüse und schaut euch diese ganzen weißen Pünktchen an. Das ist alles frischer Knoblauch. Ich liebe es. Und schaut euch bitte an, wie dick die Tentakel sind. Aber auch dieses tolle Olivenöl, in dem es gefühlt rumschwimmt, ist einfach genial. Übrigens habe ich den Koch gefragt, ob er den Pulpo einfriert und wieder auftaucht, damit das zähe, knorpelartige, gummiartige der Tentakel irgendwie nachlässt. Er kannte diese Methode aber gar nicht und das ist genau das, was gut ist. Denn das bedeutet, dass er die Tentakel richtig fest schlägt, fast schon plattiert, damit dieses Harte der Noppen sozusagen nachgibt. Und das ist deswegen gut, weil es ein Zeichen dafür ist, dass es direkt nach dem Fangen verarbeitet wird, ohne es vorher einzufrieren. Daher bin ich gerne bereit für diese frische, köstliche Ware, dieses tolle Essen, auch 50 € mit gutem Gewissen auszugeben. Meine Essenscheckliste für die Stadt Porto, aber nicht für das Land Portugal, ist abgearbeitet und ich fahre an der Küste entlang weiter in die nächste Stadt für die nächsten portugiesischen Speisen. Willkommen in Lissabon. Bevor ich euch Lissabon zeige, muss ich etwas essen, und zwar gegrillten Lachs. Die Bestellung gebe ich auf bei den toten Geschwistern von Nagini, natürlich in der Sprache Pasel. Die sorgen dafür, dass der Holzkohlegrill extra für mich wieder angemacht wird. Schaut mal, wie saftig dieser Lachs ist und wie groß er eigentlich gewesen sein muss. Meine Freude steht mir ins Gesicht geschrieben. Und ja, ich sollte nicht zeigen, wie ich mir die Finger lecke und mit den Händen esse, aber ihr wisst, was man über die Menschen sagt, die mit den Händen essen. Sie haben eine Seele. Wer seine Seele dem Profit gewidmet hat, sehen wir beim Stadtrundgang in Lissabon. Bei zum Beispiel Emporio Armani kosten diese hässlichen Schuhe 530 €. Wenn du aber kein Geld hast, ziehst du erstmal beim Arbeitsamt eine Nummer und wartest, bis die Nummer auf der Anzeigetafel erscheint. Dann kannst du reingehen und bekommst ein Hähnchen, damit du nicht verhungerst. Piri-Piri-Hähnchen kennt ihr bereits und hier wird es auf Holzkohlegrill zubereitet und abends steht hier eine Riesenschlange davor. Hier unten sieht man dann das gewürzte Öl, das hier drauf gekippt wird. Beim Essen schmeckt man die Grill- und Röstaromen und diesen herrlichen Duft. Einfach ein Traum, bestes Hähnchen ever. Diese Schillerlocken oder russische Trubitschki würde ich euch tatsächlich nicht empfehlen, nicht nur weil die Hälfte davon in eurem Bad landet, sondern es ist einfach viel zu süß. Die Baiser-Creme hat aber eine zitronige Note, das war positiv. Wenn du etwas Zitroniges oder Saures haben willst, versuch mal ein paar Mandarinen oder andere Früchte draußen zu pflücken. Das hier ist auch Bacalhau à Brás, also Kabeljau, aber als warme gezupfte salatartige Version. Im Leben ist es oft so, dass wenn ein Zug wegfährt, kommt bald ein anderer Zug, der dich vielleicht viel weiter bringt. Außer ihr seid natürlich bei der Deutschen Bahn, da kommt gar nichts wieder. Von innen sieht es sehr kuschelig aus, ist es aber nicht. Von außen sieht es sehr romantisch aus, das ist es leider auch nicht. Es ist laut, unbequem, irgendwie eine Touri-Abzocke, weil der Verkäufer den Eindruck erweckt, als gäbe es hier nur eine einmalige Einzelfahrkarte. Es gibt aber dauerhafte und mehrtägige Karten, die viel günstiger sind. Lasst euch also nicht veräppeln. Diese ganzen Mosaik-fliesenartige bemalte Kunststücke sind typisch für Portugal. Typisch ist auch, dass gefühlt an jeder Ecke etwas los ist und Lissabon scheint sehr lebhaft zu sein. Was weniger lebhaft ist, ist der Fisch, der in dieser Konserve gefangen ist. Aber nicht nur in dieser, sondern auch in dieser und in den weiteren 10.000 Konserven. Hier ist alles voller Konserven und Touristen, die Selfies machen mit den Konserven. Stellt euch mal vor, jemand stellt sich im Aldi hin und macht ein Selfie mit den Konserven. Verrückt. Bevor ich etwas Richtiges esse, schlürfe ich erstmal Zitrone und 2 Austern runter. Mit einem Haps sind sie im Mund. Als kleine Vorspeise kann man sich ein paar gegrillte Gambas oder Muscheln oder andere Meeresfrüchte bestellen und traut euch ruhig mit den Händen zu essen. Für die Hauptspeise entscheide ich mich für ein gegrilltes Schwertfischsteak. Nach dem Steak zeigt mir der Mitarbeiter, dass Cristiano Ronaldo nach dem 1:0 EM-Sieg 2016 gegen Frankreich in dieses Restaurant gekommen ist und stilles Wasser
und Lachs mit einer Orangensauce bestellt hat. Er hat auch ein Trikot signiert und für ihn wurde eine Art Altar aufgebaut. Habe ich eigentlich Zuschauer, die auch an Fußball interessiert sind? Schreibt mir bitte in die Kommentare. Ob Ronaldo diese knoblauchartige Kartoffelsuppe gegessen hätte, die normalerweise mit Chorizo gekocht und serviert wird, in meinem Fall aber nicht, weil ich kein Schwein esse, denn es war halt eine ganz normale Kartoffelsuppe, nichts Besonderes. Das hier ist aber sehr wohl etwas Besonderes aus der portugiesischen Küche, Pastel de Nata, die Hauptnachspeise Portugals. In dieser Bäckerei kann man zuschauen, wie die Creme der Pastel de Nata in die Förmchen kommen und gleich kann die Creme im Ofen stocken und fester werden. Und schaut mal, wie er seinen Trichter kontrolliert, einfach mit dem Finger. Finger weg, Finger drauf. Und das in dieser Geschwindigkeit. Er hat auf jeden Fall Übung. Ich habe mir sofort eine lauwarme Pastel de Nata gekauft. Es ist wirklich traumhaft. Die Creme schmeckt wie unsere deutsche Vanillecreme Konditorcreme. Traumhaft ist auch die Gelassenheit und die Ruhe, mit der diese Frau diese Nocke formt. Sie wurde hier abgestellt als Touristenfang, damit man ihr zuguckt und dann hier frisch frittierte, gefüllte Nocken kauft. Sie produziert also nicht wirklich, sondern macht ein bisschen Show. Ich gucke mir dann die Stadt an. Lissabon gefällt mir wirklich gut, aber ich bin ehrlich zu euch, Porto hat mir viel besser gefallen. Porto war etwas kleiner, süßer, heimischer. Das Leben fliegt einem davon, wenn man keinen Urlaub macht, die Welt nicht sieht, in Deutschland lebt. Das sind oft meine Gedanken in den letzten Jahren. Und wenn man hier am Lissabonner Ufer sitzt und das Rauschen des Wassers hört und die Aussicht genießt, dann frage ich mich oft, ob es einen Sinn macht, die Heimat Deutschland zu verlassen und woanders ganz neu anzufangen. Eine neue Heimat mit weniger Rassismus, mit weniger Ausländerfeindlichkeit, mit weniger Nazis und immer recht werdender Regierung, mit weniger Steuern und mehr Möglichkeiten, sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich zu entfalten. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr auch mit dem Gedanken spielt, auszuwandern. Auf der anderen Seite des Ufers gibt es bessere Restaurants, die die tägliche Fischausbeute abgreifen, sagen viele Einheimische. Daher fahre ich auf die andere Seite und entscheide mich dafür, einen Hummer töten zu lassen. Dieser Vorgang schockiert mich etwas, aber ich zeige ihn euch trotzdem. Hier wird eine Schere abgeschnitten, also der Tötungsprozess hat begonnen. Dann rennt er mit dem Hummer durch die Küche zur Waage, weil wenn er ihn jetzt öffnet, den Hummer, verliert er viel Flüssigkeit. Wenn der Hummer aber so bleibt, bezahle ich die Flüssigkeit im Inneren des Hummers mit. Dann werden die Einzelteile abgeschnitten, während der Hummer lebt. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich ein großes Hummervideo gemacht habe über die rechtlich geregelte Tötung des Hummers im kochend heißem Wasser und mit der Kombi, dass er schnell am Kopf eingeschnitten bzw. getötet wird. Diese grausige Art und Weise, wie das Tier hier getötet wird, kommt tatsächlich auch aus der französischen Küche. Wir Deutschen sind bekannt dafür, dass wir Moralisten sind. Andere belehren, alles besser wissen, einen Stock im A und eine ausgeprägte Doppelmoral haben. Ich will diese Art gar nicht rauslassen im Ausland, aber ich möchte mit meinem schlechten Englisch auf eine nette Weise sagen, wie wir in Deutschland diese Tiere töten müssen. Und das mache ich so. We are killing the animal first and then cutting him. We are killing on the head, like with a knife, you know? That's the first step, to make the animal fast to die and then cutting him. And here they start from the tail, then go from the head. Yeah, but the first step is to kill him before to do that, because we are cutting him until he's alive. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr findet, dass ich das freundlich genug rübergebracht habe, ohne belehrend zu wirken, oder ob mir das doch nicht gelungen ist. Geschmacklich war es natürlich sehr lecker, auch mit Mayo und der Nussbutter. Dieses Kloster ist eine Touri-Sehenswürdigkeit und ihr solltet das unbedingt besuchen. Dieser Wachturm gehört seit 1983 zur UNESCO-Weltkulturerbe und was viele nicht wissen ist, dass es einen zweiten Zwillingswachturm gab, der 1755 bei einem Erdbeben zerstört wurde. Mit diesen letzten Bildern verabschiede ich mich aus Lissabon, weil ich die restlichen portugiesischen Gerichte, die noch auf meiner Essenscheckliste stehen, in Lagos, also in der Algarve, essen werde. Willkommen in Lagos in der Algarve. Lagos ist wunderschön, selbst für Anfang März und ohne Sonne. Nachher gucken wir uns das genauer an, erstmal muss ich diesen Klassiker essen. Das hier ist das Gericht Cataplana, benannt nach diesem Topf. Tomaten-Paprika-Zwiebelmix
Oben drüber Kartoffeln, dann verschiedene Fische und Meeresfrüchte, tomatisierte Zwiebeln, Weißwein und frische Kräuter. Die Cataplana ist für 2 Personen, aber ich denke, ich schaffe das heute alleine, weil ich den ganzen Tag unterwegs war und bisher noch nichts gegessen habe. Das Gericht wird in der Cataplana gekocht und in der Cataplana serviert. So ein tolles Gericht. Ich liebe Fisch und Meeresfrüchte und bin der Meinung, wir müssen besser auf unsere Meere aufpassen, wenn wir in 10, 20 Jahren immer noch tollen Fisch essen wollen. Und die Weißweinsauce, die unten in der Cataplana übrig bleibt, kann man sehr gut mit Brot tunken oder einfach mit dem Löffel trinken, falls das Brot nicht mehr reinpasst. Die Bilder, die du gerade siehst, sind vom Fischmarkt. An 6 Tagen in der Woche wird in einer kleinen Halle ein Fischmarkt veranstaltet. Aber hier kaufen nicht nur Privatpersonen ein, sondern auch die umliegenden Restaurants, weil der gesamte Fischfang nur hier verkauft wird. Es gibt auch diesen normalen Wochenmarkt. Hier findet ihr eigentlich alles an Gemüse und Obst, aber auch viele selbstgemachte Teigtaschen, Kuchen und sogar Torten. Diese Filios habe ich auch probiert. Es war im Prinzip nur Teig und Zucker. Ich werde ein bisschen sentimental, wenn ich so viel Wasser und Natur um mich habe, weil dann meine christliche Erziehung wieder spürbar wird und meine kritischen Fragen, die ich im Studium entwickelt habe, bezüglich Jesus und den Evangelien, in den Hintergrund rücken bei diesem Anblick dieser Natur. Es muss jemanden geben, der das alles erschaffen hat. Wer das hier erschaffen hat, weiß ich nicht genau, aber ich weiß, wer es verputzen wird, das bin ich. Das hier ist ein klassisches Gericht der portugiesischen Küche, Arroz de Marisco, so oder so ähnlich. Also ein Meeresfrüchtereis. Es ist im Prinzip so wie die Cataplana, nur halt mit Reis. Da sind auch Muscheln, Fisch, Garnelen, Gemüse und so weiter alles drin. In diesem Laden probiere ich tolle vegane, glutenfreie, zuckerfreie Torten und danach gönne ich mir wohl die beste Pizza der Stadt. Das hier ist ein halbes Meter. Es gibt auch eine 1 Meter Pizza für 4 Personen. Es hat sehr gut geschmeckt. Meine Essenscheckliste ist abgearbeitet. Ich habe alles gegessen, was ich in Portugal essen wollte. Auch wenn das Wasser sehr kalt ist, will ich Portugal noch einmal auf meine Haut spüren und bin sehr dankbar, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, Portugal.